Wir sind Bex Biotech und wir bieten knowledge-based, also wissensbasierte, nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft der Zukunft. Wir testen neue Verfahren, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden können, vor allem eine neue Art von Düngemitteln, die sogenannten Biostimulantien, die eben in erster Linie darauf ausgerichtet sind, den Pflanzen zu helfen, sich selber zu helfen und das ganze System wieder ein bisschen in Einklang zu bringen. Das ist ganz wichtig und ein nachhaltiger und guter Schritt, den wir in Zukunft gehen sollten. Aktuelle Probleme in der Landwirtschaft, neben Überdüngung, Nitratbelastung, Pestizidbelastung, ist eben auch die Tatsache, dass wir, hat man jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal wieder darüber nachgedacht, auch die Ernährung der Gesellschaft sichern müssen und das auf eine nachhaltige Weise zu gestalten, ohne Effizienz und Ertrag zu verlieren. Das ist die Herausforderung, die wir leisten müssen. Auf der einen Seite kann man Substanzen verbieten, aber man muss neue Alternativen schaffen, um diese Substanzen zu ersetzen. Man kann sagen, alle Fungizide sind schlecht, aber wenn wir einen Pilzbefall auf dem Feld haben, dann haben wir nichts mehr zu essen. Und diese nachhaltigen Alternativen für die Landwirtschaft zu generieren, zu testen, zu prüfen und auch verständlich zu machen für den Anwender und den Entwickler, das ist die Aufgabe, die wir bei Bex Biotech haben. Für junge Unternehmen wie uns auf einer Branche, die es noch nicht gibt, in einem Produkt, das neu ist, sind Netzwerke unglaublich wichtig. Und mit dem Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft NRW waren wir dieses Jahr zusammen auf der Hannover Messe. Bioökonomie und Umweltwirtschaft sind neue Felder, die jetzt mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und da ist etwas wie das Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft NRW unglaublich wichtig, eine Sichtbarkeit zu schaffen, neue umweltschonende Ideen zu fördern und entsprechende Startups zu fördern, zu vernetzen, ihnen eine Bühne zu bieten und eben aufstrebende Unternehmen wie uns mit unbekannten Produkten, mit Big Playern zu verknüpfen.